Stellt euch vor, ihr leitet eine Rettungsmission nach einem Erdbeben. In Ihrem Team sind nicht nur Menschen, sondern auch Roboter, die durch künstliche Intelligenz gesteuert werden. Ihr müsst die Roboter überwachen. Jetzt macht aber so ein Roboter einen grossen Fehler und Menschen sterben. Wer ist jetzt die schuld? Solche Fragen werden uns zunehmend beschäftigen, wenn wir KI mehr und mehr in unserem Berufsalltag nutzen. Gerade in schwierigen Situationen, wo Menschen aufgrund von mangelnder Information, Stress oder auch Zeitdruck vielleicht schlecht entscheiden, kann eine KI durchaus Sinn machen. Die KI-Verordnung der EU sagt aber auch, dass gerade in solchen risikoreichen Anwendungen eine menschliche Aufsicht von der KI zwingend ist. Der Grund dafür ist mutmaßlich, dass es irgendwie nicht vorstellbar ist, dass wir der KI so etwas wie eine moralische Verantwortung für Fehler aufbürden können. Das muss beim Menschen liegen, der das System überwacht. Doch kann das funktionieren? Solche Fragen untersuchen wir in Experimenten und Umfragen und wir finden, erstaunlicherweise, dass Menschen durchaus bereit sind, auch einer KI eine gewisse moralische Verantwortung zuzuschreiben. Das führt aber nicht dazu, dass die Menschen quasi entlastet werden. Es ist eher so, dass das Team Mensch und KI insgesamt mehr Verantwortung trägt, als wenn das Team nur aus Menschen besteht. Der Grund dafür ist vermutlich, dass wir das Gefühl haben, wenn eine KI auch noch involviert ist, dass das Team Mensch und KI bessere Entscheidungen machen sollte und entsprechend mehr Schuld trägt, wenn etwas schief geht. Dumm ist immer, dass unsere Forschungen auch zeigen, dass Menschen eine KI oft nur schlecht verstehen. Zum Beispiel können wirklich voraussagen, was wird sie machen. Und auch die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in verschiedenen Arbeitskontexten alles andere als reibungslos ist. Wir haben also das Problem, dass der Einbezug von KI die Erwartungshaltung erhöht, aber der Mensch gleichzeitig Schwierigkeiten hat, die KI gut zu kontrollieren. Und weil zwar die KI mitverantwortlich ist, aber dennoch nicht wirklich bestraft werden kann, haben wir so etwas wie eine Bestrafungslücke. Also wenn etwas Schlimmes passiert, dann wollen wir jemanden, der schuld ist. Aber wir können eigentlich niemanden gerechtfertigt als schuldig bezeichnen. Wir haben auf diese Frage noch keine Antwort. Aber das Fazit ist, wir müssen das Zusammenspiel zwischen Mensch und KI gerade bezüglich solcher Fragen von Verantwortung im Detail erforschen, damit am Schluss nicht der Mensch einfach der Sündenbock ist, wenn das Mensch-KI-Team einen Fehler macht.